Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny dekoriert. Und Micha freut sich wieder dabei zu sein, am Fenster. Genau, am Fenster. Und das ein vorweihnachtliches Fenster, ein Weihnachtsdeko. Hier nämlich bei uns im Esszimmer, Küche und Wohnbereich. Bei uns ist es alles so ein bisschen offen und deswegen finden wir das total schön, dass wir hier vom Sofa nachher rauf gucken können. Genau, und das ist alles aus dem Garten, das sind die Lärchenzweige, da haben wir Kiefernzweige, Tanne aus dem Garten und dann noch Zapfen, die wir hatten. Die Flaschen kennt ihr auch, da hatten wir mal den Eukalyptus drin. Alles selbst gemacht, die kleinen Wichtel schaukeln und ja, wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Und wir fangen an mit den Sachen, die wir heute brauchen für die ganz natürliche Fensterdeko. Und wir zeigen euch das mal. Micha schwenkt mal nach unten. Und heute ist es wirklich ganz natürlich, weil ich war gerade im Garten. Und das ist wirklich das, was ich im Garten alles gesammelt habe. Die Lärchenzweige, Kiefernzweige auf alle Fälle. Und da habe ich auch ganz schöne, da sind sogar noch richtig tolle Zapfen dran. Guck mal hier, sieht man das, Micha? Ja, das sieht man. Toll, oder? Und von unserer Tanne, die gegenüber von dem Lärchenbaum ist. Und hier habe ich immer so eine Tasche. Ich brauche nämlich noch ein bisschen Baumrinde. Dann habe ich eine Lichterkette. Das ist eine 1 Meter mit Netzstecker. Das ist immer besser, wenn man mehr Licht haben möchte, weil mit Batterie kann man nicht so viel Licht bekommen. Deswegen habe ich mich für diese entschieden. Dann habe ich ein Bindedraht in Gold, dann nochmal so ein Dünnbindedraht oder Zierbindedraht, Holzsterne, ein bisschen Band. Ich weiß nicht genau, grün und grau. Kleine Glocken habe ich eben noch gefunden. Seitenschneiderschere, Gartenschere und die Heißklebe. Und ich glaube ein Bohrer, Micha, ne? Ja. Und ich würde sagen, wir fangen an. Bevor wir anfangen, würde ich gerne, eine Abonnentin hat mich einmal angeschrieben, und zwar dieses Ziegellicht. Ich weiß nicht, Micha, können wir hier einmal mal rüberschwenken? Das hatten wir schon mal an, als das so düster draußen war, genau. Und hier oben ist auch Wachs. Ich habe das eben gerade hochgeholt, um euch das nochmal zu zeigen. Ist ein bisschen da übergeschwappt. Wie gesagt, eine Freundin von mir vertreibt das. Ich habe gesagt, kannst du nicht mal so einen Link basteln? Also ihr könnt hier unten in der Videobeschreibung, wenn ihr da wirklich mal Interesse habt, gerne mal stöbern. Ich glaube beim Tiny House, ne, für Nicole, da hatten wir sowas als Mitbringsel auch. Das war ganz schön mit den Sukkulenten. Wie gesagt, guckt unten sonst gerne und stöbert. Jetzt machen wir aber weiter und ich nehme jetzt hier die Baumrinde. Ich habe das ganz vergessen, weil ich wollte nämlich gerne diese beiden Wichtel heute mit einarbeiten. Und da habe ich mir überlegt, ich nehme jetzt hier mal Baumrinde und breche mir die jetzt so ein bisschen auseinander, weil sie müsste schon relativ gerade sein, damit wir die zusammenkleben können. Und deswegen drücke ich jetzt einfach mal so ein bisschen und breche mir die auseinander. Und nehme jetzt meine Gartenschere und schneide mir das hier in der Mitte. Guck, und da geht der schon, bricht der schon auseinander in der Mitte durch. Und wenn ihr ungefähr einigermaßen gleich große Stücke habt, dann könnt ihr die so übereinander legen und dann könnt ihr hier auch ein bisschen Feinarbeit machen. Und hier einfach noch mal ganz gerade mit der Gartenschere oder was ihr da auch habt. Genau, einfach hier die Enden noch mal ein bisschen angleichen. Und dann nehme ich die Heißklebe und mache mir die hier jetzt noch mal richtig schön drauf, weil es ist ja doch ein bisschen gebogen. Und damit sie besser Kontakte kriegen, mache ich lieber ein bisschen mehr Klebe. Auch hier an den Enden bzw. an den Kanten.
Und dann lege ich das übereinander und drücke das jetzt erstmal richtig schön zusammen. Guck mal, Micha, das ist doch schon eine gute Sitzfläche für eine Schaukel, oder? Genau. Genau. Und jetzt gucken wir gleich mal. Ich mache jetzt noch mal eben eine zweite. Keep me warm on Christmas Eve. I've been Schön miteinander fixiert. Und guck mal, ich zeige das noch mal hier. Die kleinen Wichtel haben hier super Platz. Und jetzt kann man einen Handbohrer, ich weiß auch nicht, egal was, einen Handbohrer, eine Bohrmaschine. Wir probieren das jetzt einfach mal aus, weil ich möchte hier jetzt gerne 아주 우연히 듣게 된 그 노래 나도 모르게 숨죽여 들어 zwei Löcher rein haben. Ich zeige euch gleich warum. Wenn ihr das nicht habt, kann man hier auch wunderbar einfach ein Stück Draht hier fixieren und dann kann man die Schaukel natürlich auch super hinhängen. Das ist gar kein Problem. Aber ich glaube, Micha hat einen Bohrer hier und er macht jetzt hier an den Seiten mal eben ein Loch. Das ging ganz flott, zack, zack. Und jetzt hat hier Micha uns schöne Löcher reingemacht und ich nehme jetzt nämlich hier dieses, das wollte ich schon lange mal benutzen und ich denke, das passt natürlich ganz gut, gerade mit diesem Grau. Und da die andere Deko unten auch mit Grau ist, ist das natürlich perfekt. Und jetzt machen wir die Schaukel. Ich mache das hier unten einfach mal so ein bisschen, drehe ich mir das schmal und gehe jetzt hier durch. Und dann nehmt ihr das Band. Ich habe jetzt hier einfach den dicken Draht genommen. Ihr könnt auch einen Holzspieß nehmen oder auch mit einer Nadel oder wie auch immer. Und Häkelnadel natürlich. Und jetzt habe ich mir hier das Band einmal durchgeschoben und werde mir hier jetzt schon mal einen Knoten unten reinmachen. Genau, damit das nicht durchzieht. Guck mal, wie niedlich. Und jetzt können wir, wenn wir das nämlich anbinden, ich schätze jetzt ungefähr mal ab, wie lang das sein muss. Und ich denke, das kommt so ganz gut hin. Für die zweite Schaukel auch. Hier schneide ich mir jetzt eben nochmal das andere ab und stecke mir das jetzt hier genauso durch das Loch durch. Been so lonely, wishing you could hold me now. So, und die Schaukel haben wir schon mal fertig. Und hier passen jetzt die Sternchen ganz gut als Abschluss. Hier nehme ich jetzt hier erstmal ein kleines oder einen kleinen Stern. Könnte man auch in der Mitte gerne ranmachen. Drehe ich mir jetzt nochmal eben so um. Und auch den fixiere ich mir hier so ein bisschen mittig. Einmal ranhalten. Und was ich jetzt noch mache, ich glaube, ich setze jetzt auf die andere Seite ebenfalls einen Stern, weil es ist eine Fensterdeko. Das heißt, egal ob drin oder draußen, dann kann man es gut sehen und ich finde das eigentlich auch ganz schön. So, und das mache ich auf dieser Seite auch nochmal und die Schaukel ist fertig. So, was ich jetzt mache, ich nehme jetzt den Wichtel und werde auch den, weil der ja nur wirklich gleich frei hängt, hier einmal oben drauf fixieren. Ich habe es bei den anderen Wichteln gesehen, also bei Stoff ist es doch ein bisschen schwierig, aber das abzukriegen, das ist nicht möglich. Aber das macht nichts und der kommt nämlich jetzt gleich so in das Fenster. Und das gleiche mache ich mit der zweiten Schaukel und mit dem Wichtel auch. I've been trying, I'm in denial that I am gonna be alright. But under the stars, I close my eyes and Und kannst du dich erinnern, Micha, wir haben letztes Jahr zu Susannes Eingang haben wir ein Geschenk mitgenommen und das war der Lärchenzweigenstern für die Haustür. Ja, stimmt. Genau, den hatten wir damals richtig schön weihnachtlich. Ich glaube, das waren Rottöne. Ja, ihr könnt hier oben in der Infobox mal gucken. Da hatten wir den gemacht als Geschenk. Und wir möchten die jetzt heute für unsere Fensterdeko in etwas kleiner machen. Und dafür nehme ich jetzt die Zweige und lege mir die hier erst einmal wie ein Dreieck. Guck mal, legen wir so ran. Und dann nehme ich hier mein Bindedraht und fixiere mir die Enden jeweils ein bisschen
Ich schneide mir ein bisschen ab, gehe hier einmal rum, zwirbel mir das hier. Und die sind ja wirklich super leicht, von daher ist das überhaupt gar kein Problem. Ein Dreieck haben wir und jetzt gucke ich nochmal mit den anderen Zweigen. Ich lege mir das jetzt hier schon mal so rüber, damit man ungefähr sieht, wie es denn aussieht, wenn wir die miteinander fixieren. Und dann mache ich jetzt mir hier ein zweites Dreieck und ich finde, so von der Größe müsste das doch ganz gut sein. Und das zweite Dreieck ist auch fertig. Was ich immer sehr, sehr schön finde, ich persönlich finde es wirklich schön, wenn man hier den Draht auch noch mal so durchblitzen sieht. Mag ich, man könnte das auch komplett hier noch mal so durchziehen, wie so einen kleinen Faden, finde ich sehr, sehr schön. Habe ich jetzt aber nicht gemacht. So, und ich würde jetzt sagen, guck mal, das passt doch optimal. Und ich werde diese Punkte jetzt hier, die hier anliegen, das sind praktisch 6 Stück. Die werde ich jetzt noch mal ganz leicht mit dem Draht noch mal fixieren. Und unser erster Stern ist fertig. Ups, ein paar Haare, Hundehaare. Und was man jetzt machen kann, wenn man das, also die Silhouette noch besser sehen möchte, dann kann man natürlich hier auch ein paar Äste wegmachen, wo man sagt, okay, das ist mir zu viel, aber ich finde das wirklich so schön. Genau, ich mache jetzt noch einen zweiten und der wird jetzt ein bisschen kleiner. Und der kleine ist auch fertig. So, jetzt haben wir die beiden Schaukeln, die beiden Sterne und ich würde sagen, hier kann jetzt schon mal Band dran gemacht werden und das hole ich mal eben. So, heute haben wir wirklich so ein bisschen diesen skandinavischen Look, oder? Ja. Ganz viel Natur und ich freue mich, weil ich habe dieses graue Filzband noch gefunden und ich finde das total schön, wenn wir jetzt hier den Lerchenstern aufhängen können und ich mache hier jetzt einfach nur einen ganz leichten Knoten, weil der ist ja wirklich, na, ich glaube, ich mache doch lieber einen Doppelknoten. So. Und dann können wir nämlich die Sterne, die wir noch haben, die hole ich mal eben. Und ich finde diesen Kontrast eigentlich sehr, sehr schön. Jetzt können wir hier nämlich unsere kleinen Sternchen noch, guck mal, ne, so ein bisschen hier an das Filzband. Passt. Ne, passt ganz gut. Genau, bringt ein bisschen Helligkeit mit rein. Und die fixieren wir jetzt, aber die werde ich jetzt nur von vorne fixieren, weil das sonst nicht reicht. Think of you, although you're far away, we're under the same stars, always, always. Ich würde sagen, wir gehen runter, Micha. Ja. Wir machen mal eben unseren Stock da dran und dann wird das aufgehängt und die Tanne nehmen wir jetzt auch mit. Bis gleich. Ja, bis gleich. Ihr Lieben, und das war heute unser Thema. Guck mal, jetzt sind wir hier unten und wir zeigen euch das nochmal. Ich habe hier die Lerchensterne einfach nur rangetüdelt. Das Band habe ich sogar noch hier oben rumgetüdelt. Hier 2 Zweige, die habe ich mit Draht hier rangebunden. Dann die kleinen Schaukeln, die kann man super ausbalancieren, damit sie nicht kippen. Das geht wunderbar. Und ja, die Lichterkette, da habe ich mich jetzt zu entschlossen. Ich wollte das eigentlich wie bei meiner Freundin, dass der Stern gemacht wird. Das können wir draußen nochmal machen, wenn wir die Terrasse machen, finde ich, Micha. Vielleicht kriegen wir das noch hin. Aber die haben wir jetzt hier einfach zwischen die Zweige gelegt. Und ich finde, das harmoniert sehr, sehr gut. Und uns gefällt es auch wirklich sehr gut. Was man machen kann, damit die Zweige noch ein bisschen länger halten, habe ich schon mal gesagt, einfach ein bisschen in Heißwachs, also in heißen Wachs eintauchen, dann sind die versiegelt und haben die gespeicherte Feuchtigkeit noch ein bisschen länger und halten super. Also ihr Lieben, wir hoffen natürlich sehr, dass wir euch heute inspirieren konnten mit diesem Fensterthema Weihnachtsdeko. Dann würden wir uns sehr über einen Daumen hoch freuen. Folgt uns gerne auf Instagram. Hier unten in der Videobeschreibung findet ihr auch den Link, sowie auch zu Facebook. Da kommen immer kleine Highlights, werden auch immer schöne Fotos nochmal gepostet. Das macht Laura immer sehr wunderbar. Und wir freuen uns die nächsten Tage. Es geht jetzt langsam in großen Schritten auf Weihnachten zu. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag heute, schöne Tage. Bis bald, eure Conny und Euer Micha, euer Kameramann.
Ganz genau, ihr Lieben. Und wenn ihr noch mal gucken wollt, hier unten in der Videobeschreibung zu Hof Oelkers, genau, aber jetzt auf unsere Webseite, so ist es, ne Micha? Ja. Genau, also hier unten in der Videobeschreibung ist der Link zu unserer Webseite, die hat Micha nämlich Ist wieder neu, ja, genau. Genau, hat er neu gestaltet, war wieder ganz fleißig, hat er wirklich super gemacht, finde ich. Und genau, und da findet ihr die Artikel immer jeweils zu dem Thema, das wir gerade dekoriert haben. Also guckt doch mal und stöbert. Bis dann, mach's gut, tschüss. Bis bald. Tschüss.